Spinnst du? Bist du wahnsinnig geworden? Denn was geht das dich? Eine ganze Menge. Was willst du von meiner Schwester? Nicht so laut. Ich kann doch viel lauter. Bist du komplett durchgeknallt? Ist doch nichts passiert. Hör mal zu, kapier's endlich. Du bist nicht der Prinz, der Carla wachküssen darf. Soll ich sie wecken und fragen? Du knuschst doch auch ständig vor meinen Augen mit meiner Schwester rum. Ja und? Aber deine Schwester hat doch keinen Sex mit meinem Vater. Das ist doch total was anderes. Ja, ganz genau. Carla ist lesbisch. Das ist eine andere Liga, Mann. Was willst du denn tun, wenn du verliebt bist und keine Chance hast? Ist ganz bestimmt nicht auf deine Art versuchen. Du wusstest von Anfang an, sie ist mit deiner Mutter zusammen. Sag dir jeden Tag 10-mal, ich muss sie vergessen, ich muss sie vergessen. Das tue ich doch schon. Carla ist nicht dein Dornröschen. Kapier's endlich. Du und Carla, das passt nicht. Du hast doch keine Ahnung, wie es mir geht. Doch, habe ich wohl. Aber du willst dir ja nicht helfen lassen. Weißt du was, warum habe ich mich eigentlich eingemischt? Carla wäre aufgewacht, hätte totalen Stress gemacht und das ganze Theater wäre endlich vorbei. Wie ging es Vater gestern Abend? Er hatte große Mühe, sich Ansgar gegenüber zu beherrschen. Ich kann es nicht fassen, dass er sich einfach so von ihm vertreiben lässt. Wahrscheinlich will er Ansgar nur nicht ständig begegnen. Früher wäre er ihm nie aus dem Weg gegangen. Vater hat sich verändert. Aber es ist auch kein Wunder nach allem, was passiert ist. Ich will, dass er das bekommt, was er verdient. Ich muss sagen, mit Schloss und Holding bin ich eigentlich ganz zufrieden. Na, Frühstück in der Schlossküche? Bin ich inzwischen mit dem Personal verbrüdert? Hier unten müssen wir wenigstens nicht dein blödes Gesicht ertragen. Wieso? Was stimmt damit nicht? Wenn ich es sehe, muss ich an Atropin denken. Sag mal, merkst du eigentlich nicht, dass du nervst? Lass uns doch einfach in Ruhe. Oder bist du auf einmal ganz einsam und hast niemanden? Keine Freunde? Keine Familie? Carla, was du dir am frühen Morgen so zusammenreimst. Susanne konnte es nicht fassen, als sie es erfahren hat. Ja, mit Recht. Das ist ja auch unglaublich. Na, andererseits, wen interessiert schon die Meinung deiner kleinen Gespielin? Aber vielleicht die von Natalie. Alle unsere Freunde werden erfahren, was du gemacht hast. Und dann möchte ich nicht in deiner Haut stecken. Schon mal drüber nachgedacht, die Stadt zu verlassen? Das hättet ihr wohl gern. Aber ich fürchte, da könnt ihr lange warten. Ich verstehe einfach nicht, warum Vater die Überschreibung nicht einfach zurücknimmt. Jedes Gericht der Welt würde ihm Recht geben. Ja, aber nur wenn es die Umstände kennt, unter denen er dazu gebracht wurde. Und Ansgar anzeigen, das will er nicht. Ja, weil er sich selbst dafür die Schuld gibt. Mein Gott, Ansgar hat uns schon als Kind tyrannisiert. Ja, aber das interessiert Vater nun mal nicht. Deswegen brauchen wir darüber auch nicht zu reden. Er kriegt noch seine gerechte Strafe. Diesmal ist er zu weit gegangen. Wahrscheinlich will er uns am Ende auch noch loswerden. Das schafft er aber nicht. Und wenn ich 10-mal lieber mit Susanne zusammenziehen würde. Wie steht sie eigentlich zu deiner Entscheidung? Ihr wart doch schon auf Wohnungssuche. Sie findet es richtig, dass ich erstmal hier bleibe. Obwohl sie sich schon sehr auf den Umzug gefreut hat. Das alles wegen diesem Schwein. Hey, jetzt reg dich nicht auf. Wir müssen Geduld haben. Ich hoffe, die hat Susanne auch. Ich würde dir gerne Freude machen nach dem ganzen Hin und Her. Dann macht euch doch einfach einen schönen Tag oder fahrt ein Wochenende zusammen weg. Tut euch bestimmt gut. Nach Lissabon vielleicht. Hört sich gut an. Obwohl, ich weiß nicht, ob sie die Kinder auch noch am Wochenende allein lassen will. Lisa und Paul hätten bestimmt kein Problem damit. Dann probier's doch mit was Kleinerem. Was denn? Naja, irgendeine kleine Aufmerksamkeit, die ihr zeigt, dass du an sie denkst. Cecile hat sich immer darüber gefreut. Ich glaube, ich weiß was. Mann, können Sie nur aufpassen? Meine Güte. Oh, Paul, Hi. was ist denn los mit dir? Schlechte Laune? Der Blödmann ist mir einfach vor die Füße gerannt. Ich dachte immer, beim Joggen rennt man sich den Frust aus dem Leib. Und du bekommst davon schlechte Laune. Danke, die hatte ich vorher schon. Darf man fragen, weshalb? Nichts Wichtiges. Ging halt um Konstantin. Wir haben ein bisschen Stress. Doch nicht immer noch wegen Lisa. Ich denke, das hättet ihr geklärt. Ihr trainiert doch auch zusammen. Darum geht's nicht. Schon gut. In deinem Alter muss man Geheimnisse haben. Wie heißt sie denn? Nein, nein, sag mir nichts. Auch wenn ich vor Neugierde platze. Arno,
Du, es geht wirklich um eine Frau. In die du unsterblich verliebt bist. Naja, so ungefähr. Das ist doch wunderbar. Was Schöneres gibt's doch gar nicht auf der Welt. Wenn sie genauso fühlen würde, ja. Aber ich habe nicht mehr die Chance. Oh, Paul. Du gibst auf, bevor du angefangen hast? So kenne ich dich überhaupt nicht. Weiß sie gar nichts von deinen Gefühlen? Frauen wollen erobert werden. Lass dir was einfallen. Wo bleibt dein Kampfgeist? Rührteig. Na, den werde ich ja wohl hinbekommen. Trennen Sie 3 Eigelb vom Eiweiß. Hallo, Paul. Konstantin ist oben. Naja, eigentlich wollte ich zu dir. Ja, ich kann Hilfe gut gebrauchen. Warte, ich helfe dir. Danke. So. Oh, das sieht gut aus. Du bist mein Retter, Paul. Carla, warum ich eigentlich hier bin, weil du mir unbedingt bei meinem ersten selbstgebackenen Kuchen helfen willst. Ach, das soll ein Kuchen werden. Ja, für Susanne als süße Entschädigung. Wofür denn? Weil wir noch nicht zusammenziehen können. Sie hat euch doch sicherlich erzählt, wieso. Und so hast du, alter Skeptiker, auch noch ein bisschen Zeit, dich an den Gedanken zu gewöhnen. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Carla, Außerdem können wir so schon mal üben, wie wir beide in der Küche zurechtkommen, so. Ganz allein. was soll denn das für ein Kuchen werden? Ein Obstkuchen. Aber ich warne dich. Vom Backen habe ich wirklich keine Ahnung. Okay, dann helfe ich dir. Paul, du bist mein Retter. Das werde ich dir niemals vergessen. Was wolltest du mir eigentlich sagen? Hast du irgendwas auf dem Herzen? Ach, nichts Besonderes. Gott sei Dank hilfst du mir. Ich hätte gar nicht gemerkt, dass der Teig geronnen ist. Ach, vielleicht war die Butter einfach zu kalt, aber jetzt hier mit dem Mehl, das merkt keiner mehr. Oh, das sieht ja toll aus. Gräfin, verschiedene Sorten, ganz wie Sie wünschen. Danke, Frau Kepler. Ja, machen Sie sich keine Sorgen. Wir räumen gleich noch ein bisschen auf. Ach, um Gottes Willen, nein. Wozu sind wir denn da? Also, was nehmen wir? Äpfel oder Birnen? Auf jeden Fall Äpfel. Ah, wie im Zeichenkurs. Ich vertraue dir voll und ganz. Kannst du die Äpfel schon mal schälen und schneiden? Der Teig ist gleich fertig. Wird gemacht, Chef. Wieso kennst du dich eigentlich so gut damit aus? Ach du, ich liebe Kuchen und Backen ist ja ganz einfach. Das kannst du also auch noch. Du machst mir langsam Angst, Paul. Ich habe übrigens gestern Nacht von dir geträumt. Von mir? Was denn? So. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas Komisches. Carla, ich glaube, ich muss dir da was erklären. Also, ich meine, wir versuchen schon öfter... Au! Ach, das ist gar nicht so schlimm. Du musst nur hier drauf drücken und dann blutet das gar nicht mehr so doll. Ja? Also, Paul, du hast den Erste-Hilfe-Kurs drauf, kannst backen, bist als Retter in der Not immer zur Stelle. Die müssen die Frauen die Bude einrennen. Hallo, Konstantin. Hallo, ist Paul da? Leider nein. Aber schön, dass du ihn besuchen wolltest. Alte Freunde sollten einen Streit vergessen können. Ach, Sie wissen davon? Paul hat's mir erzählt. Was denn? Er ist wohl ganz schön verknallt zurzeit, was? Das hat er Ihnen erzählt? Naja, große Hoffnungen scheint er sich allerdings nicht zu machen. Zu Recht. Das sagst du? Denk doch mal an dich und Lisa. Was mit euch geworden wäre, wenn du so früh aufgegeben hättest. Wahrscheinlich nichts. Also ich habe ihm geraten zu kämpfen. Wahrscheinlich legt er jetzt gerade sein Herz zu Füßen. Was? Und, ist das schon gut? Weiß nicht so genau. Guck du mal. Naja, sieht noch ein bisschen blass aus. Ich glaube, der braucht noch ein paar Minuten. Du hast da Mehl. Warte. Oh, jetzt ist es noch schlimmer geworden. Das war wohl doch keine gute Idee.
Vielleicht doch. Paul, was soll das denn? Entschuldige. Sollte das ein Scherz sein? Nein, ich konnte nicht anders. Ich musste dich einfach küssen. Ach, einfach so. Einfach so. Und warum? Paul, man küsst nicht einfach die Freundin seiner Mutter. Carla, ich habe mich in dich verliebt. Jetzt sag schon, seit wann? Seit wann bist du in mich verliebt? Ich weiß es nicht. Seit ein paar Wochen, Monaten? Keine Ahnung. Geht's ein bisschen präziser? Auf jeden Fall eine Ewigkeit. Paul, ich hoffe, du weißt, dass das keinen Sinn hat. Glaub mir, ich hab alles probiert. Ich habe mir 1000-mal gesagt, ich muss dich vergessen. Ich bekomme dich nicht aus meinem Kopf. Aber das musst du. Ich bin mit deiner Mutter zusammen und ich liebe sie. Wir sind glücklich. Meinst du, ich habe mich freiwillig in dich verliebt? Oh, jetzt sag bitte nicht, dass ich dir Hoffnung gemacht habe. Nein. Die Hoffnung habe ich mir wahrscheinlich selber gemacht. Immer, wenn ich mit dir allein war, immer, wenn ich dir helfen konnte. Genau wie gerade eben. Paul, ich liebe Frauen. Das war immer so und das wird auch immer so sein. Du bist der Sohn meiner Freundin. Wenn wir zusammenziehen, dann bin ich quasi deine Stiefmutter. Schon gut, ich muss los. Jetzt warte. Ich muss noch was für die Schule tun. Davonlaufen ist doch keine Lösung. Manchmal schon. Paul! Ich hab's einmal. Paul, warte mal! War ja gerade bei dir. Ja, Ich bin so blöd. Mach dich nicht fertig. Ich muss vollkommen bescheuert gewesen sein. Na und? Rumjammern hat doch auch keinen Zweck mehr. Ja, und was soll ich jetzt machen? Keine Panik, uns fällt schon was ein. Ich kann Carla nicht mehr in die Augen sehen. Und Susanne erst recht nicht. Meinst du, Carla erzählt dir von der Backaktion? Klar. Weißt du, wie sauer die war? Oh, du hast ihr wirklich gesagt, du bist in sie verliebt? Ja. Ich habe sie sogar geküsst. Auf den Mund. Aber nicht mit Zunge. Ich wollte gerade. Am besten, ich wandere aus. Neuseeland. Wenn du willst, kannst du heute hier pennen. Ach, und deiner Schwester morgen früh wieder über den Weg laufen? Nee, danke. Komm schon, bleib heute hier. Dann überlegen wir zusammen, wie du es morgen Susanne beibringst. Je schneller ich das hinter mir habe, desto besser. Ja. Komm, Alter. In einem Jahr erzählst du das Ganze als einen guten Gag. Ja. Aber erstmal muss ich den Tag heute rumkriegen. Das wird der längste meines Lebens. Komm, jetzt mach dir nicht ins Hemd. Wir haben schon ganz andere Sachen geregelt. Und egal, was passiert, ich bin dein Kumpel.